Und wir sind wieder zurück in Endless Space. Und wir schauen endlich mal, dass wir durch dieses blöde Wurmloch da unten endlich durchkommen. Das mich jetzt gerade extrem anstinkt langsam. So, wir waren stehen geblieben. Wir wollten, genau, den Planeten unten haben. Kriegen wir nicht, müssen wir noch eine Runde warten. Okay, dann warten wir halt noch eine Runde. So, Produktion ist fertig. Ein Kolonieschiff. Geht wieder nichts anderes, dann bauen wir noch eins. 4 Runden ist akzeptabel. Na, warum willst du denn nicht fliegen? Warum tut das nichts? Ja, ich bin gerade ein wenig verwirrt, warum das hier nicht fliegen möchte. Dann probieren wir es mal mit dem hier. Und fliegen Richtung... ja doch, fliegen wir mal Richtung Pollux darunter. Schauen einfach, dass wir hier kriegen, was wir die Finger kriegen. Elektra... Ah, oder wir nehmen Elektra. Elektra ist auch gut, das fliegen wir doch eher dahin. Also das bewegt sich, warum jetzt das hier sich nicht bewegen will? Ah, jetzt geht's, okay. Ja, das ist hier noch so ein Bug, der ist mir schon öfters mal aufgefallen, dass die Schiffe sich manchmal nicht richtig bewegen. Da habe ich mal eine Erklärung zu gefunden, dass man wahrscheinlich ziemlich genau den Mittelpunkt der Sterne treffen muss, aber ich hab's noch nicht wirklich rausgefunden, ob das jetzt stimmt. Auf jeden Fall, hier müssen wir auch wieder den Planeten spezialisieren. Mit seinem Lachgas. Haben wir denn da? Wir haben Geld, wie immer Geld. Fettkohle machen hier in dem Spiel. Wie viel machen wir denn überhaupt momentan? Wir machen momentan 37, ja, da kommen wir doch. Ja doch, das ist gut. Wenn wir das erhalten können, freue ich mich. Forschungsmäßig, wie stehen wir da? Sind auf dem Weg zur Wurmloch-Technologie. Also schon mal, dass wir bis dahin mal jetzt ratzfatz durchkommen. So. Genau. Können wir hier noch runterfliegen. Produzieren tun wir ja überall, oder? Ja, wir produzieren. Kolonieschiff wird auch wieder fertig. So, ja. Sehr schön. Was anderes können wir wahrscheinlich nicht groß machen, ja, sage ich doch. Ja, dann bauen wir die einfach mal auf Vorrat. Da kann man nie zu wenig haben. Übrigens, wenn man hier Kolonieschiffe baut, wird ein Mensch immer abgezogen. Ich weiß jetzt aber nicht von welchem Planeten, ob sich das irgendwie ausgleicht oder ob das immer von einem abgezogen wird. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Ich habe es noch nicht beobachtet. Aber vielleicht fällt uns das Ganze hier noch auf in den Let's Plays. Wir haben ja noch Zeit. So ist das ja nicht. So. Der soll ja da runter. Dann... Genau, das wäre fertig. Und auf Phaeton bauen wir ein bisschen die Produktion aus. Genau. Dauert eh lang genug. Könnten wir auch direkt kaufen, aber da wir eh momentan keine anderen Gebäude bauen können, ist es... Lass mal die einfach hier so vor sich hin tümpeln. Dass die Bevölkerung da auch beschäftigt ist. Die sollen sich ja nicht langweilen. Macht dann auch keinen Spaß mehr, sonst hier irgendwie zu leben. So. Genau, und da holen wir uns den hier, genau, doch, ja. So, sie Sau. Na, komm. So. Jetzt aber. Jetzt holen wir uns den hier, den großen Brummer da. Einwandfrei. Das Tundra machen wir wieder mehr. Obwohl. Doch, ja doch, da machen wir wieder mehr Forschung. Das Übliche halt. Und alles eingestellt soweit. Der fliegt noch da runter. Und jetzt ist auch schon unsere Forschung fertig. Geht ja alles noch schön schnell hier. Bis jetzt haben wir hier auch schon einiges. Da oben haben wir schon, das gehört jetzt schon zu unserem Reich dazu.
Und die anderen, wie gesagt, hier sieht man es, die sind noch einfach nur Kolonien. Die haben zwar einen Umkreis, wo sie was aufdecken können, aber das ist halt noch nicht wirklich viel. Achso, ja, hier, bevor ich es weglege, die Ressourcen, was wir erforscht haben, gleich mit der Meldung, wo wir das denn haben, sehen wir jetzt in dem Fall auch über dem Planeten, oder über dem System hier. Von daher geht das schon. Also wir haben ja gewusst, dass hier was ist. Dann brauche ich mir das jetzt nicht nochmal einzeln anschauen. Genau, hier bauen wir die Forschung weiter aus, mit unseren Magnetfeldgeneratoren. 40% mehr auf das ganze Sternensystem hier. Das ist, ja, 21, ja doch, dann, das ist schon gut. Kann man auf jeden Fall sagen. Lohnt sich auf jeden Fall. So. Genau, das war das Ganze hier. Der Planet gehört auch noch uns. Da hauen wir gleich mal alles in die Liste rein. Oh, ich habe jetzt hier die Spezialisierung glatt vergessen. Geld. Auf jeden Fall. Kann ich das jetzt hier eigentlich irgendwie nach oben ziehen? Per Drag and Drop? Ja, es geht. Wunderbar. Nächstes Mal hat ja jemand mitgedacht. So, hier sieht man jetzt auch schön, diese ganzen Verbindungen, die gehören uns. Und auch dieses Wurmloch. Ob das jetzt noch irgendwelche speziellen Auswirkungen haben wird, kann ich ganz ehrlich gar nicht sagen, aber ich... Ja, wobei... warum sollte es eigentlich? Egal. Können wir da jetzt nicht durch, oder? Wenn es uns gehört? Nein, können wir nicht. Schade. Genau. Wir machen weiter. Bis da mal was sehr Spannendes passiert. Kommt noch, keine Sorge. Bin ich der ganz, ganz festen Überzeugung. Eine Runde noch. Da können wir auch ein neues Chip-Design machen. Ich glaube, das machen wir dann auch mal schnell, dass man hier noch ein bisschen was vom Spiel sieht. So, Forschung. Genau, hier können wir dann jetzt die Zerstörerklasse, so Zerstörerklasse, ja, bauen und halt ausrüsten. In verschiedenen Varianten können wir abspeichern, sehen wir ja gleich. Da hat auch dann jede Klasse hat dann verschiedene Boni. Machen wir hier ein neues. So, hier sieht man jetzt den normalen, die Korvette. Hat hier, verschiedene Boni, dass halt gewisse Module weniger wiegen oder was anderes. Ich habe da noch nicht so viel gehabt, wir werden sehen, was das alles bringt. Hier auf die Waffenmodule, die haben dann 20% weniger Gewicht. Also können wir natürlich wesentlich mehr reinpacken. Ich finde, das Ding schaut eigentlich ganz schnieke aus. Ich habe es noch gar nicht gesehen gehabt. Lustig. So, können wir hier schön drehen. Das hat in der vorherigen Version, hat das noch recht lange gebraucht, um das zu laden, aber jetzt geht das wirklich ratzfatz. Auf jeden Fall, wir bauen uns da jetzt rein. Was bauen wir denn da rein? Wir haben ja waffenmäßig noch eigentlich gar nichts erforscht. Aber wir können das jederzeit upgraden gegen Geld. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wir bauen uns da jetzt erstmal ein paar hübsche Waffen rein. Hier drüben sieht man dann schön, wie die Tonnage hochgeht. 28 von 100. Deflektorschilde machen wir uns auch mal welche drauf. 5, na, werden wir schon richtig voll. Und hier dieses, ja, Energiekupplungen letztendlich, die geben einfach nochmal Boni auf die Waffensysteme und auf die Stärke. Aber ich sehe gerade, das macht 20% weniger Energie auf das Schiff. Ja gut, aber dafür machen wir natürlich wesentlich mehr Schaden. Und ich glaube, wir haben sowieso einen Rassenboni, dass unsere Schiffe mehr aushalten. Also gleicht sich das ja eh ziemlich wieder aus. Panzerung. Ja, genau, hier kriegen wir es eh wieder zurück. Dann klatschen wir da doch mal 3 Stück drauf. Jetzt haben wir hier 95 von 100. Jetzt sieht man hier das Gewicht 6, 7, 6. Natürlich wegen einem Punkt kommen wir da nicht hin. Ne? Das ist schade. Aber wenn wir hier vielleicht... Ups, nein. 1 wegmachen, könnten wir 2 mehr reinmachen von den kinetischen Waffen. Also kinetische Waffen werden in dem Fall einfach, da ist jetzt auch so wie eine normale Handfeuerwaffe. Einfach wo vorne eine Patrone rauskommt oder ein Geschoss, einfach nur ein Geschoss rauskommt.
das auf jeden Fall aus irgendeinem festen Material besteht. Das wären kinetische Waffen. Hier gibt es dann später noch Beamwaffen, also Laser, wie man sie kennt, und Raketen. Dementsprechend auch dann Verteidigung dafür. Hier die Schilde, also Deflektoren, die versuchen das Ganze einfach nur abzulenken, was auftrifft. Schilde absorbieren dann die Energiewaffen wie Laser und die Flak schießt dann quasi die Raketen ab. Oder soll sie zumindest. Das ist natürlich, umso besser das erforscht ist, umso besser funktioniert das Ganze natürlich. Und das nehmen wir jetzt mal so an. Das ist hier die Zerstörerklasse, also nennen wir das Ganze mal Zerstörer 1. Oh, macht er kein Ö? Nee, mag er nicht. Ja, das mit OE. Zerstörer 1. Und hier sieht man ja auch nochmal Übersicht. Kommandopunkte braucht momentan 1, das ist schon mal sehr schön. Bloß einen, dann können wir davon 5 Stück in unsere Flotte tun. Dann haben wir da schon hier eine gute Stärke auf jeden Fall. 124 ist jetzt, denke ich mal, nicht so schlecht. Ich denke nicht, dass die KI da wesentlich weiter ist und die Piraten, gegen die kommt man normalerweise an, wenn man so 3 von diesen Schiffen hat. Erfahrungsgemäß. Nehmen wir das bauen wir jetzt. Also wir haben das jetzt erstmal erstellt. Und bei der nächsten Möglichkeit werden wir das mal schauen, dass wir ein paar von den Dingern zusammenbasteln können. Genau. Produzieren tun wir ja überall noch. So, hier wäre ein Kolonieschiff gleich fertig, dann machen wir das dann hier gleich rein. Und hier sieht man auch schön die Zufriedenheit der einzelnen Planeten. Also das variiert dann doch schon sehr stark. Und wir nehmen 49 an. Ich habe gesagt, da tun wir ein bisschen hier die Steuererleichterung machen. 31, 22. Lass mal auf 31. Steuererleichterung, da freuen sie sich auf jeden Fall. Wer freut sich darüber nicht? Aber bekomme ja nicht so oft zu sehen in Wirklichkeit. So. Auf jeden Fall, die sind jetzt alle glücklich, die sind happy, die... Produzieren die eigentlich auch schneller? Wäre eigentlich eine interessante Frage, ne? Tatsächlich. Es wirkt sich auf jeden Fall auf die Produktion aus. Und auf die Nahrungsproduktion. Auf jegliche Produktion. Das ist gut, ja. Umso glücklicher, umso mehr schaffen sie. Einwandfrei. So wollen wir das natürlich. Zufriedene Bürger, die für das Wohl unseres Imperiums hier arbeiten. So, wir machen erstmal das Magnetfeld hier. Dass wir nicht mit unserer Forschung rückständig bleiben. Ist mir dann doch noch momentan wichtiger. Und auf Altair. Ach, da ist ja noch gar nichts gebaut. Dann machen wir hier erstmal weiter. Ja, okay, dann dauert das noch ein bisschen mit den Schiffen. Jo. Warten auf den... Ah, ja, Rundenende. Wieder 2 Produktionen fertig. Lonika, genau, die sind jetzt endlich fertig. Das heißt, wir können da jetzt mal diese Flotte erstellen mit dem Kolonieschiff. Und die Zerstörer 2 Runden, da bauen wir dann gleich mal 2 Stück. Sind auch beschäftigt. Und Otero. Die haben bestimmt noch Gebäude. Ja, sage ich doch. Dann bauen wir erstmal hier die Gebäude. Jo. Und machen nochmal weiter. Weil wir können jetzt durch die Wurmlöcher fliegen. Genauso wie ich es mir vorstelle. Genau, wir haben hier die Technologie erforscht, um sicher durch Wurmlöcher zu fliegen. Welcher mutige Captain wird das wohl machen? Und entdecken, was dahinter ist. So, schauen wir doch mal, was denn hier hinten ist in diesem Protostar. Ja, fliegen wir mal. Zip. Wir haben viele neue Planeten hier. Das ist viele. 3, aber das geht ja hier bestimmt noch weiter. Fliegen wir doch mal. Lass mal in die Ecke hier dann. So, und forschungsmäßig. Ich denke mal, wir könnten jetzt hier noch die nächste Schiffklasse gleich erforschen, aber ich glaube, die brauchen wir erstmal noch nicht. Da müssten wir erstmal vorher ein bisschen mehr Waffentechnologie erforschen. Dann schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Ressourcen kriegen. Hier Antimaterie schaut ganz gut aus. Antimaterie braucht man immer, das ist ja klar. Man weiß auch, wie man sie braucht.
Weiß ja jeder von uns. Genau, 10% mehr Tonnage auf Chips und Hexerfährung gäbe es dann auch noch. Dann nehmen wir das auch noch mit. 7 Runden, voraussichtlich. Dauert auch nicht lang, kriegen wir hin. Und haben hier noch ein Kolonieschiff. Wo tun wir das denn jetzt hin? Hier, Esser. Die bauen noch. Korallenriffe. Könnten wir eigentlich... Ach doch, komm, wir fliegen dahin. Auch wenn es bloß so ein kleiner ist, aber... Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Vor allem da, dass er hier ein großes System ist, dann summieren sich die Kleinen da schon ein bisschen auf. Nicht so wie hier in Elektro, wo das eine rumeiert. Der einsame Bürger auf dem großen Planeten eiert er gemütlich vor sich hin, weiß nicht, was er finden soll, ist ein bisschen wie Wall-E wahrscheinlich, räumt einfach mal auf, fegt ein bisschen durch die Gegend. Bis mal irgendwer kommt und vorbeischaut, weil die Flotte ist ja auch abgezogen. So. Die bauen noch munter ihre Zerstörer. Die bauen nichts mehr. Also mal hier weiter. Fliegen mit unserem Schiff dahin. Das wird noch nicht reichen. Nein. Und der fliegt jetzt mal da runter und schaut, was denn da unten ist. Ich hoffe bloß, dass wir jetzt nicht wirklich auf Piraten treffen, weil der wird es nicht lange machen. Der eine Scout. Und der ist ja momentan nicht mit einem Helden ausgestattet. Wieso hat der keinen Helden? Wird hier keinen zugewiesen? Nein, tatsächlich haben wir es vergessen. Ach stimmt, wir warten ja noch auf einen passenderen. Ja, schauen wir mal, ob in 2 Runden einer da ist. Wenn da wieder keiner ist, dann muss ich hier halt den Piloten zwangsläufig nehmen. Ja. Gut, die bauen noch. Halt, Moment, da war jetzt doch der eine Zerstörer schon fertig. Habe ich das gerade richtig gesehen? Genau. Dann warten wir aber noch auf den nächsten. Machen gleich noch einen rein. Dann haben wir die... Hier 3 Stück schon. Das ist gut. Da können wir ja auch vielleicht mal ein bisschen das Rumstenkern anfangen, falls wir jemanden finden. Wobei... Ich glaube, das geht dann wieder eher schlecht aus. Forschung, einwandfrei, fertig. Wir können hier jetzt auch was ist das? Star System Improvement, ein interplanetarisches Transportnetzwerk bauen. Kriegen wir auch mehr Produktion, sogar erheblich mehr. Das schauen wir natürlich auch, dass wir das irgendwie unterbringen. Bloß, da geht es ja jetzt schon langsam los. Das ganze Zeug kostet halt eben Geld, ne? Und umso mehr Planeten, umso mehr Geld kostet. Ja gut, 30 sind wir noch gut dabei. Wirklich gut. So, was ist hier noch? Binary Star. Kann der was? Kann der nichts? Wir sehen es nicht. Oh, ein reiches Depot an Antimaterie. Das ist ja klasse. Ein reiches Depot. Ich glaube, da kriegen wir außen so ein Monopol-Ding. Genau. Brauchen wir bloß noch ein bisschen mehr davon. Und es gibt 2 Forschungen mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das für jedes dieser 3 zählt, aber ich glaube, das ist bloß allgemein gehalten. Dass wenn man das hat, dann kriegt man halt 2 mehr. Auf dem Planeten, genau. Ja, doch, ach, den wollen wir uns ja auch sogar holen, ne? Da sind wir ja gerade auf dem Weg. Das ist ja optimal, das trifft sich ja. Als hätte das einer geplant. Und wir haben Antimaterie, klar, ja, okay. Und Antimaterie erlaubt genauso, dass wir Erweiterungen bauen in allen Systemen. So, und die brauchen natürlich hier auch, Food? Keine Ahnung. Produzieren wir hier genug? Ja, wir produzieren allgemein genug, also könnten wir eigentlich hier auch auf Forschung setzen. Ich weiß mir echt auch nicht, was passiert, wenn es Minus ist. Ob die einfach nur unglücklich werden oder ob die dann auch sterben, die Leute. Aber ich habe das Gefühl, wir werden es früher oder später herausfinden. Irgendwann kommt bestimmt mal so ein Planet, der einfach mal gar nichts anbauen kann. Nicht mal Kartoffeln oder sowas. Bin ich der festen Überzeugung. Ja, hier geht's schon los, Elektra, hier plus 2. Und da wohnt nur einer. Für den wird's schon eng, wenn da mal das Essen ausgeht. So, auf jeden Fall nächste Runde. Mich wundert es. Normalerweise habe ich hier schon nach dem Wurmloch meistens gleich eine KI gefunden gehabt, aber da ist irgendwie gerade wirklich nichts los. Oh, oh, das sind Piraten. Sind das Piraten? Ja.
Das heißt, wir müssen da mal... Oha. Uiuiui. Ich glaube, wir fliegen erstmal da weiter links irgendwo hin. Bisschen von denen weg. Und unser Hero hat ein neues Level erreicht. Ach, Moment, nein, nee, Quatsch. Hier, nee, neuer Hero ist einfach nur verfügbar. Sag mir das doch mal einer. Tja, ist eigentlich natürlich auch wieder kein Guter dabei. Dann nehmen wir doch eher mal den Piloten hier. Oder die Pilotin. Was kann die? 12% mehr minimalen Damage, maximalen Damage. Ja, bin ich jetzt nicht so zufrieden damit, aber dann schauen wir, dass wir die noch irgendwie hinleveln können, dass das Ganze passt. So, die wird jetzt hier... nicht für den Scout. Und dann hier für die Flotte gleich. Die fügen wir einfach nachher zusammen mit denen, denen noch fehlt. Fügen die gleich hier hinzu, weil dann kann die schon mal anfangen, Erfahrung zu sammeln. Da zählt jede Runde. So, zuweisen. Und dann warten die hier mal noch, bis wir noch ein paar Leute kriegen. Schauen wir mal, dass wir die 5 hier voll machen. Dass sich das auch lohnt. Theoretisch können wir auch gleich weiter forschen, dass wir hier noch mehr Kommandopunkte bekommen. Die können mal diesen Raumhafen bauen. Die haben hier sowieso ordentlich Forschung, sehe ich gerade. 90. Wahnsinn. 35 vom Planeten. Gehen die ab, die brüten den ganzen Tag in der Bibliothek und schauen, was wir finden können. Eindeutig. So. End of Turn in Progress. Was haben wir hier? Lonika ist fertig. Dann bauen die 5 Runden, brauchen die dafür. Da bauen wir erst die... Ich bräuchte 3 Hammer, 2 bräuchte ich noch. Die bräuchten bloß 4 Runden, bis die fertig sind. Die können sie auch kaufen. Was kosten denn die? Eigentlich nicht viel. Ach komm, ich kaufe die beide. Dann als nächstes sollen sie hier gleich den Raumhafen bauen. Oder das Transportsystem ist besser gesagt. Genau. Dann haben wir hier die Flotte voll und fliegen wir runter zu den Piraten und machen denen, zeigen denen mal hier, wo der Hammer hängt. Die können hier einfach hier rumfliegen und ja, weiß nicht, piratieren. Ihren Piratendasein frönen. Das lassen wir gar nicht zu. Die fügen wir zusammen hier einfach bei Anwählen. Reicht ja von den Kommandopunkten Merge. Dann haben wir die. Und schicken die auch gleich mal hier runter nach Gano. So. Die fliegen... Was bist denn du? Ach, ein kleiner roter Zwerg. Noch ein kleiner roter Zwerg. Und das sind auch nochmal Piraten, sehe ich das gerade richtig? Oh, fliegen wir erstmal hier hoch. Und da sind auch Piraten. Oh mein Gott. Und es kommt zum Kampf. Und wir werden verlieren. Hier sehen wir, wir haben 33 Stärke, die haben 130. Ich mache einfach mal manuellen Kampf, dass man das mal sieht. Wird die Aufnahme jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger, als ich gewollt hatte, aber das drücken wir hier noch schnell mit rein. So sieht das aus. Wir haben jetzt hier die Arrival-Phase und dann setzen wir gleich mal für die nächste Phase, machen wir Weapon Overlock. 40% mehr kinetischen Schaden. Schauen wir uns gleich mal an, was das ist. Bloß wenn ich zu lange warte, kann ich hier nichts mehr auswählen. Das heißt, ich mache das hier mal schnell alles rein. Ich kann die Karten auch mehrfach verwenden, das ist kein Problem. Ja, hier sehen wir jetzt, die Karten wurden gespielt. Meine Seite, die Seite der Piraten. Im Hintergrund läuft schön die Animation ab. Und die Long-Range-Phase geht bis 100%, dann kommt die nächste. Sieht jetzt noch nicht so spektakulär aus. Ich weiß nicht, was da noch gemacht wird, aber es ist auf jeden Fall nett gemacht, als einfach bloß hier irgendwas Stumpfsinniges. Es ist immerhin ein bisschen 3D. So, und am Ende machen wir noch Adaptive Strategy, genau. So, wir haben jetzt beide das gleiche gespielt. Also im Grunde, wir haben 40% mehr Schaden, 10% mehr auf Blocken, haben aber minus 20% auf Raketenabwehr, aber noch 20% mehr auf Blocken. Und die haben hier minus 15% für unsere Genauigkeit, aber dafür können sie auch 20% weniger blocken. Und hier haben wir dann ihre Karte geschlagen, weil er repariert jetzt hier. Und wir haben dem voll eine von Latz geballert. Und
wir haben noch nicht mal ein Schiff verloren. Oder haben wir? Oh doch, wir haben verloren. Oh, Entschuldigung. Wir hätten fast ein Schiff zerstört, aber es war eigentlich klar, dass wir das verlieren. So, defeated Ugaro. Wir haben verloren. Na, egal, das war bloß der Scout, aber da können wir schon noch irgendwie was hinpassen. Wir kommen ja wieder darunter, so ist das ja nicht. Hier die Meldung, Game Event, Kriminelle, Vandalen etc. Die fliegen halt hier rum und stänkern da. Was haben wir hier noch? Wir haben unsere Forschung fertig, machen gleich mal schnell die nächste rein. Das am besten hier... Was haben wir denn noch? Wir schauen das mal hier mal. Hier würden wir Kommandopunkte bekommen. Ne, wir machen erstmal unsere Waffen hier. Wir machen hier die Waffen ein bisschen stärker und die Deflektorschilde. Wir haben Hexaferum in der Galaxie identifiziert. Besitzen aber momentan noch nichts davon, aber das kriegen wir hier schon noch. Und die bauen ja auch noch fröhlich. Und somit verabschiede ich mich mal für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten wieder, wenn wir den Piraten in Chaos machen.